Maxlift, Minilift, mit Facelift, Smusslift, oh mein Gott, welche Facelift-Technik ist welche und welche ist die richtige für dich? Hallo, mein Name ist Dr. Timo Spanholz. Und ich bin Dr. Annika Waldhauser. Wir beide sind plastische Chirurgen in der Praxisklinik am Rosengarten. Es gibt so viele verschiedene Techniken zur Gesichtsstraffung, dass wir euch heute einmal erklären möchten, welche ist. Fangen wir an mit dem Smusslift. Ja, das Smusslift ist eine Technik, die man auch als klassisches Facelift bezeichnen kann, denn hier arbeitet man in zwei Schichten. Einmal heben wir die Haut und darunter befindet sich das sogenannte Smuss. Das ist eine Sehnenplatte mit Muskeln dran und auch die wird noch gehoben und gestrafft. Also im Grunde genommen die ausgedehnteste, aber auch die komplikationsreichste Form des Facelifts. Eine etwas kleinere Variante ist dann das Maxlift, M-A-C-S. Was verbirgt sich denn darunter? Hier wird das sogenannte Smuss, was wir bei der ersten Methode abgehoben haben, um es zu straffen, mit Fäden gerafft. Ja? Damit kann man verhindern, dass große Komplikationen entstehen und trotzdem einen guten Straffungseffekt erzielen. Also eine komplikationsärmere Methode. Korrekt. Ah ja, dann hören wir immer wieder und machen es auch sehr gerne, das mit Facelift. Und das ist eine ganz andere Operationstechnik. Ganz genau. Bei dem Mit-Facelift ist es so, dass wir über den Unterlidstraffungsschnitt das Mittelgesicht anheben können, um hier in diesem Vektor das Ganze nach oben zu bringen. Damit kann man, wie gesagt, das Mittelgesicht anheben, aber nicht in die Seite straffen. Bleibt noch das Minilift. Und das Minilift ist eine Operationstechnik, die eigentlich gar nicht klar beschrieben ist, denn hierbei handelt es sich um eine Mischung aus verschiedenen Techniken. Das Minilift hat gemeint, dass die Narbe nicht ganz so lang ist, aber die Effekte und Ergebnisse des Minilifts eben auch nicht so intensiv sind wie von den anderen Techniken. Wenn du jetzt zum Beispiel unter deinen Hängebäckchen und einem sehr schlaffen Hals leidest, was ist dann die richtige Technik für dich? Also wir würden in so einem Fall, wenn das Problem eher im unteren Gesichtsbereich und oder auch dem Hals besteht, die klassischen Facelift-Techniken empfehlen. Beim Midface ist es ja so, dass wir den zentralen Anteil des Gesichtes nach oben straffen. Der Vektor, also die Zugrichtung, ist dabei augenwärts. Und hier in diesem Bereich ist es ja so, dass ich eigentlich eher diese Bewegung mache, um sozusagen zu simulieren, was mir gefällt. Deshalb ist für diese Patienten in der Regel das klassische Smusslift das Richtige. Aber was ist zum Beispiel, wenn an den Wangen alles okay ist, aber die Nasolabialfalte tief ist und das Volumen der Wangen abgesunken ist, Annika? Dann würden wir das mit Facelift empfehlen, welches über den Unterlidschnitt durchgeführt werden kann. Damit kann ich, wie Dr. Spanholz gerade schon sagte, den mittleren Vektor nach oben, augenwärts, stirnwärts ziehen und somit die Nasolabialfalte ausgleichen. Zusätzlich zu diesem Effekt kann ich auch noch die Unterlider straffen oder zum Beispiel Tränensäcke reduzieren. Damit kommen wir zu einem wichtigen Thema, denn Facelift-Operationen sind oft Kombinationsoperationen. Das heißt, wir empfehlen unseren Patienten auch immer die Oberlider, auch immer die Unterlider anzuschauen und zu überlegen, kann man da etwas verbessern. Aber es gibt natürlich auch noch Verbesserungen an der Hautoberfläche und auch Volumenaufbau, Annika. Was empfehlen wir in der Regel da? In der Regel dadurch, dass beim Facelift das Gesicht komplett geschwollen ist und ihr eine Regenerationszeit von 3 bis 4 Wochen habt, kann man zusätzlich eine hautverjüngende Maßnahme durchführen, nämlich das chemische Peeling. Das benutzen wir gerne in Kombination mit dem Facelift oder auch einen Eigenfetttransfer. Ja, damit kann man Volumenverluste auch noch von innen ausgleichen. Letztendlich ist es so, dass jedes Gesicht anders ist. Eure Wünsche sind anders, die Voraussetzungen sind anders und deswegen braucht ihr auch eine persönliche Beratung. Das ist bei dieser OP so wichtig wie wahrscheinlich bei keiner anderen Operation. Wir analysieren die Ausgangslage und eure Vorstellung und wählen dann die richtige Technik aus, die bei euch zum besten Ergebnis führt.